Vairagya yoga bhakti rasam prayatnairapayayat mam anubhivshamandhyam kipam budhiryas paraduksha dukhi tvam sanatanam prabhumasrayami. Vairagya yoga bhakti rasam prayatnairapayayat mam anubhivshamandhyam kipam budhiryas paraduksha dukhi Tvam Sanatanam Prabhumasrayami. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, actually, Guru Pad is the transcendental media. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat erwähnt, dass der Gurudev das transparente Medium ist, durch das wir alles sehen können. Also ohne dass du in Anugatya bist, nachher kannst du in eine Falle treten. Ein reiner Vaishnava, der macht niemals irgendwas aus Vergnügen heraus. Alles, was um ihn herum passiert, das ist alles bei dem Willen von Krishna. So, Krishna organisiert verschiedene Situationen. Die muss man annehmen. Das ist der Darshan von einem reinen Vaishnava. So, er sagt, dass ein Blatt, das kann sich nicht bewegen ohne den Willen von Krishna am Baum. So direkt oder indirekt ist alles, geht alles vor sich vor Krishna. So, Srila Prabhupada, der lernt uns, dass im Guru Pad das transzendentale Medium ist, durch das wir es lernen können zu sehen. Und dann kannst du wirklich sehen, wie die Wirklichkeit ist. Ansonsten hast du einen verfälschten Darshan, eine verfälschte Sichtweise, eine materielle Sichtweise, und die bringt dich in große Schwierigkeiten. So, alle Seelen haben ein falsches Ego und die können nicht aufzeigen, dass sie wirklich ein Hari Bhajan ausführen. Die können nur versuchen. So, mit einem falschen Ego, da kann man nicht wirklich Hari Bhajan ausführen. So, wer hat ein falsches Ego und wer hat kein falsches Ego? So, woher weiß man das? Wenn du ein Vaishnava werden willst, dann musst du täglich die Biografien von den Vaishnavas hören. Es ist nicht, dass wir jetzt zum Beispiel anfangen, das Ujjvala Nilamani zu lesen, sondern das ist stufenweise. Jetzt lest man die Biografien über die Vaishnavas. Also täglich horchte die Gegebenheiten, die Lehren, schau dir das Praktizierende an, was solche Vaishnavas, wie die leben, was sie machen, was sie tun. So viele Mal hat er schon erwähnt, Srila Prabhupada hat gesagt, um wirklich die materielle Sichtweise aus der Welt zu schaffen, das ist die Aufgabe von der Gaudiya Math. Das
ist ja nicht so feine Arbeit, aber doch, die Arbeit muss getan werden. So die ganze Welt kann vielleicht gegen die gehen, aber Srila Prabhupada hat uns erklärt, aber wenn die ganze Welt gegen mich sich auflehnt, doch werde ich nicht von dem Weg ableiten lassen, was mir meine Gurus, mein Guru Varga aufgezeigt hat. Aber wenn die ganze Welt gegen mich geht, werde ich immer unter dem Schutz, unter dem Regenschirm von Guru Padma stehen und werde Kirtan machen über den Guru Varga, über die höchste Person. Das ist Vaikuntha Darshan. You can pass some rules and regulation in your family. And maybe you are going to change again. And maybe you are the lawmaker, maybe you are the lawbreaker. You are the lawmaker, still you are going to break lawbreaker. Also da gibt es Regeln und Regulierungen, die was man brechen kann oder halten kann. So, das ist nur in der Welt möglich, in Goloka Vrindavan nicht da. Also die halbe Welt geht in die falsche Richtung. Du musst der Richtung folgen von Bhaktivinoda Thakur. So, was ist die Definition von einem reinen Vaishnava? So, das Leben von den Vaishnavas muss man sich ganz genau anschauen. Wenn du ein reiner Vaishnava werden willst, so, wenn du aufzeigen willst, dass du da gibt es ein junges Mädchen, die hat eine Mutter, die macht irgendeinen Blödsinn. Aber die that is the advantage that you are senior to me. That is the advantage you are getting. You are senior to me. But you cannot prove that you are senior to me. Because your character is good. So, du kannst aber nicht aufzeigen, dass dein Charakter dass du wirklich einen guten Charakter hast. Also wenn du aufzeigen willst, dass du größer oder besser bist wie andere, und wenn du das aufzeigen willst, dann bist du im Endeffekt der Unterste. Aber Trinada Bisanichana, den Vers zu folgen, ist nicht so leicht praktisch in unserem Leben. So, Srila Sai Gurudev hat gesprochen. Vaishnava bhavo chila mane varashat tinadu visulichana suni porigala baat. I wanted to become a big Vaishnava, but when I read the slok tinadu. Also wollte ein großer Vaishnava werden, aber wo den Vers gelesen hat, dann hat gesehen, dass niemals ein Vaishnava werden kann. Kann niemals demütiger werden, wie es das da in dem Vers erklärt ist. Wollte reiner Vaishnava werden, aber wenn wo das gelesen hat, die Voraussetzungen. And without Trinadavi, how and when, where, who have done as doing bhajan or done bhajan, can you see one historical proof?
Also ohne Trinado Bisanijana, der Stimmung, kann man nicht wirklich Bhajan ausführen. Also kann man da jetzt einen Fall aufzeigen? Nein, kann man nicht, weil das erste Kriterium ist, was eben von Mahaprabhu aufgezeigt wird. Wenn du ein Vaishnava werden willst, nachher musst du Trinada Bisanijana werden. I learned from Kesavasi Maharaj Guru Varga. If you want to hate a lady, devotee, then surely you have some weakness. Also, Otherwise, why you are expressing this kind of attitude? Wenn du zum Beispiel irgendwelche Frauen oder so nicht magst, dann hast du irgendwas, ein Hassgefühl. Nachher ist eine Schwäche in deinem Herzen. Ansonsten würdest du normal sein. Also du sollst nicht denken, dass das eine Frau ist oder ein Mann. Also das Konzept ist falsch. Also wenn du die Schwäche hast, so wenn der Herz und Mund wirklich in einer Linie ist, nachher, also das, was innen im Herzen ist, das soll auch rauskommen bei der Sprache. Also es ist nicht ein Lecturer, der was jetzt Klassen gibt in Amerika, dort und da. Oder sammelt Geld, er hat keine Erwartung für die ganzen Dinge. Nicht den kleinsten Hauch von Erwartung. Nur er will ein reiner Vaishnava werden. Das ist die Erwartung, was er hat in seinem Herz. So, Antare Bahire Samavera. Maintain any privacy in your life. You will have to unveil everything in front of Guru Vaishnava. Maharaj, I have some dirtiness, I have some weakness, you see, you clean me. That is different. And to cover up dirtiness, also du musst wirklich aufzeigen, was du im Herzen hast zu den Vaishnavas. Du musst nicht irgendwas anderes vorzeigen. So Krishna, der vergibt ja nicht so leicht, aber Guru und Vaishnava, die vergeben das viel schneller, weil Kripa Sindhu, Susampono, Sarvasattvopaka. Last moment of life, last moment when going away from this world, still Guru Vaishnava place. So im letzten Moment, im letzten Lebenszug, wählen die Vaishnavas nur das Beste für alle. Da ist nicht das Konzept von Feind und Freund. Es kann nicht sein mit Guru und Vaishnava. So was in dem Herzen ist, das soll auskommen. Ansonsten, Chaitanya Mahaprabhu ist nicht glücklich. We can go through Jagadananda. I can say, also, Mahaprabhu, der weiß alles. Du kannst zwar von anderen Vaishnavas, kannst du jetzt was aufzeigen, aber Mahaprabhu, der weiß wirklich, was dahinter ist. Es ist nicht nur, dass du sprichst darüber. Wenn du wirklich die ganzen, wirklich nach dem lebst, nachher sagt Chaitanya Mahaprabhu, ja, du bist mein. Oh Radharani, du kannst mitzählen unter deine Geweihten. Wann wird der Tag kommen, wann Chaitanya Mahaprabhu sagt, du bist mein Geweihter? So, Jagannatha Pandit, der sagt,
Wenn du aufzeigen willst, oh, du machst Krishna Bhajan und das, oh, ich bin ein Gauranga Vaishnava, ich bin ein Goswami. Aber wenn Chaitanya Mahaprabhu das nicht akzeptiert, wenn du das nicht wirklich befolgst von Mahaprabhu, nach dem Mahaprabhu, der heißt es nicht gut. If you don't approve me, if the whole world going to ignore, we don't believe that you are Vaishnava. Still, what it concerns to me? So, aber wenn die ganze Welt sagt, du bist kein Vaishnava, sagen wir, das ist okay. Also du musst nicht aufzeigen, dass du ein Vaishnava bist. So Jagadananda Pandit, der sagt, so du hast ja Tila, Kamala und du machst alles. Also all deine Aktivitäten, das sind wie eine Dekoration. Und wirklich im Geheimen macht er jeden Blödsinn. Also ich kann das Zimmer zusperren und kann dann sagen, okay, ich bin im Zimmer und nachher bleibe ich in meiner Privatsphäre und keiner sieht mich. Aber das ist nicht möglich. Chaitanya Mahaprabhu sieht alles. Also du kannst nicht große Philosophie sprechen, wenn du Chaitanya Mahaprabhu nicht vollkommen folgst. Ansonsten kickt die Maya Devi raus. Also Chaitanya Mahaprabhu gibt selber die Anweisung zu Maya Devi, kickt den aus. So Achan und Achar ist immer einzuhalten. Das Hauptproblem ist im Familienleben oder in den Matvasis. Die was versuchen, Bhajan auszuführen. Also ganz egal, in was für einem Ashram du bist, in Gehashta Ashram oder Sannyas Ashram. Alle schauen sie, dass sie Pratishta Verehrung kriegen. Kanaka, Kamini. So, Pratishta ist das Letzte dann, was die nur in der Welt halten kann. So, wenn du die drei Beeinflussungen kontrollieren kannst, so, wenn du eine gewisse Verehrung kriegen willst in Familienleben oder als Matvasi, also Pratishta kann da Schwierigkeiten bereiten. Aber die meisten können das Hindernis nicht überspringen. Das ist so schwierig. Die ersten drei sind leichter. Kanaka, Kamini, also die Sinne zu kontrollieren und den Reichtum richtig zu verwenden. Aber Pratishta-Verehrung ist ganz was Feines und Subtiles, ist ganz schwer zu überkommen. So Guru Maharaj, der war fast 97 Jahre.
so many devotees, die sagen, die sagen, du kannst nie ein Vaishnava werden, du kannst nie ein Vaishnava werden, du gehst niemals in die westlichen Länder oder nach Amerika. Alle anderen, die predigen, aber er sagt, na, er ist nicht qualifiziert. Aber die sagen, na, du hast kein Interesse. Wir haben gelernt von Srila Prabhupada. We learn this thing from Prabhupada. You must express some interest for Vaishnavi Pratishtha. Also, du musst, wir haben von Srila Prabhupada gelernt, dass Vaishnava Pratishtha ist, kann man annehmen, aber du tust es nicht. Also, du wirst niemals Erfolg haben. Vaishnavi Pratishtha, tate karo nishtha, tahana korile ravive raula. You are less interested about Vaishnavi Pratishtha. And light. I say, how possible? What do you mean by Vaishnavi Pratishtha? Also Vaishnava Pratishtha. I am not matured now. I don't understand you. Because by the mercy of Gurudev I understand something, but what do you mean by Vaishnavi Pratishtha? Also was verstehen wir unter Vaishnava Pratishtha? What do you mean by Vaishnavi Pratishtha? What do you mean by Vaishnavi Pratishtha? They all full gang. They are speaking Vaishnavi Pratishtha means we must go in thrones and preach. We must, because you are listening to the Pratishtha. Can never become. I express some doubt. I say I will have to clarify this point to my Guru. I approach Guru Maharaj. Also er hat sich dann an Zweifel gehabt, er ist dann zu seinem Gurudev gegangen und hat gefragt, oh Maharaj, er hat eine Frage. Baba, I used to say Baba. But Maharaj, can you take trouble to clarify what is Vaishnavi Pratishtha? Also Maharaj, kannst du mal bitte erklären, was ist Vaishnava Pratishtha? Vaishnavi Pratishtha, I cannot answer what is Vaishnavi Pratishtha. Can you clarify this point? First of all, you try to explain. So, dann sagt Gurudev, zuerst versuch du das zu erklären. Nachher kann ich das klären. Also ich denke mal bei deiner, dass wenn ein Devotee rein wird und wirklich komplett etabliert ist in der Vaishnava-Reinheit, im Denken und Handeln, wenn du ein reiner Vaishnava wärst, nachher das Pratishtha, was kommt, das kann ihn in meinen Schwierigkeiten berühren. Das ist Vaishnava Pratishtha. Then I am getting some sort of consolation because everybody checking me. I am junior to them, they are speaking all rubbish against me. I say, Guru Maharaj, clarify this point. If you can become pure Vaishnava, in that case, any kind of pratishtha coming in your life cannot put you in trouble. That is called Vaishnava. So eben, du musst zuerst selber reiner Vaishnava werden. Nachher das Pratishtha, was kommt, das berührt ihn immer. Das gibst du weiter an deinem Gurudev. Und der Gurudev gibt es dann an seinem Gurudev weiter und so weiter. Und das Pratishtha geht schlussendlich zum Nityananda und Balaram Radharani. Because any meaning, you like to get some meaning of Shastra, any meaning you like to get out of Shastra. Also die Bedeutung von den Shastras, du musst in Guru Varga folgen. Any kind of meaning you like to make, Siddhanta,
You will have to 100% in total you will have to follow your Guru Vaishnava. Also musst du 100%ig deinem Guru folgen. Das ist Shrauta Panta. Any kind of Siddhanta you are speaking, maybe you already memorized, not supporting your character, not supporting, or maybe you are speaking false philosophy. Oder ansonsten kannst du eben falsche Philosophie sprechen oder irgendwas, was du zwar auswendig gelernt hast, aber nicht selber praktizierst. Also der Vers, mit dem er angefangen hat, also ist nicht einfach Hari Bhajan anfangen. Das hat er schon viele Mal gesagt. Viele Devotees, die sind auch gegen ihn schon gegangen. Aber er ist doch immer ganz gelassen. Also versuch Vaishnav Pratishtha zu verstehen und nachher kannst du predigen gehen. Ansonsten kann eine gewisse Schwierigkeit auftreten im Predigen. Was bedeutet Predigen? Im Chaitanya Charitamrita Krishna Bhakti Vinana Bhakti Pravatan. Also wenn du selber kein Bhakti hast in deinem Herzen, wie kannst du das dann weitergeben? Und wie kannst du dann predigen? Maybe you can come to fight with me. You cannot do anything. It is mispreaching, not preaching. Also es ist nicht wirkliches Predigen. Bhaktivinoda speaking that if a pure Vaishnava not speaking anything to you, his character, activities is more than sufficient to inculcate bhakti inside. He is not speaking. Ramanujacharya speaking. A pure Vaishnava can speak with you, cannot speak with you, make you sleep. If you can sit and watch for a small time, it's more than sufficient. It can give you bhakti, amparsa sense. But we don't know how to do good association, bad association. I cannot say there is no Vaishnava in this world. I am number one to declare that I am not Vaishnava. But for that I cannot speak that nobody is there, Vaishnava. Maybe Vaishnava is there, I cannot identify. Maybe I cannot identify. First of all, Guru Tattva, that day also I was speaking, Aprakita Guru Tattva. Jo mantro sa guru, jo guru sa hari. This, you realize this point? Jo mantro sa guru. Also das Mantra, was du gegeben hast vom Guru, das ist gleichzusetzen mit Gurudev. Also Gurudev ist gleichzusetzen mit dem Mantra. Jo mantro sa guru. Yo mantra sa guru, jo guru sahari. Tasmat sarva prajatnena guru meva prasadayat. Meva, affirmative. 100% you will have to satisfy Gurudev Vaishnava. How? Out of the humble attitude, you can satisfy. Today is the disappearance day of Sanatan Gosvami. Also, heute ist der Verscheidungstag von Sanatan Gosvami. Jeden Tag du musst durch das Leben gehen von verschiedenen Vaishnavas. Also das Leben von den Vaishnavas, wenn du über das lest, das ist so wichtig. Jeden Tag musst du das machen. Wenn du wirklich ein Vaishnava werden willst. You do Harinam, put Tulsi, everybody should Also Harinam chanten sollen alle
sollen alle vor Tulsi und chanten. Hare Krishna Mantra. Bhaktivinoda Thakur sagt, mach Seva mit den Händen. Es ist ganz ein vitaler Ratschlag. Also mach Seva mit den Händen. Ohne Seva kann man auch nicht aufzeigen, dass irgendein Vaishnava erfolgreich war. Ohne Seva, du musst schwitzen. Yes. Also jeden Tag musst du wirklich schwitzen. Liter für Liter. Aber wir sind nicht in der Lage, einen Tropfen zu geben. So Sanatan Gosvami, Jomanta Saguru, also kann man den Punkt realisieren, dass dein Gurudev nicht verschieden ist von Mahaprabhu. Also kannst du Salagram berühren und sagen, du hast es realisiert. Also wenn Gurudev gleichzusetzen ist mit Krishna, also das Tattva ist dasselbe. So, in dem Fall, wenn du das kannst, kriegst du all die Juwelen in deinem Bhajan. Also keiner kann die aufhalten. Das ist ein grünes Signal. Wenn du den Punkt realisieren kannst. Aber 99% von den meisten Leuten können den Punkt nicht realisieren. Und deswegen sind sie nicht erfolgreich. So Sanatan Gosvami, Raghunath Goswami, Jiva Goswami, Rupa Goswami, die alle wollen uns zuerst lernen, den dritten Vers von Chaitanya Mahaprabhu. Aber ich will mich erinnern an so viel verschiedene Philosophie, aber ich folge nicht den Vers jetzt von Trinada Bisanichana, Shikshastakam. So, wenn du den dritten Vers nicht folgst, nachher ist man auch nicht qualifiziert, Hare Kirtan auszuführen. Also den dritten Vers, wenn man den nicht befolgt, also du chantest Harinam und das kannst du machen, wenn du Trinada Bisanichana bist. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, Tag und Nacht mach Seva mit den Händen. Versuch kein Leben zu leben in deinem Zimmer. So wenn du Seva machst mit den Händen, wenn du das machst, dann eines Tages kann wirklich der heilige Name auf der Zunge erscheinen. Also wenn du in das Bhajan Kodir gehst von Bhaktivinoda Thakur, dort steht geschrieben, I can do Krishna. I am doing 1 lakh Harinam. Idiot number 1. Krishna means Krishna. So Krishna bedeutet Krishna. Krishna-Nam. Das ist dasselbe. So kannst du Krishna unter deine Kontrolle bringen. Aber Krishna ist nicht beeinflussbar von dir.
Wie kannst du sagen, oh, du chantest an Lek Harinam? Vielleicht chantest du nicht einen heiligen Namen überhaupt. Wer kann das sagen? Chaitanya Mahaprabhu, wenn da ein Harinam auf deiner Zunge ist, nachher seid ihr sicher, also wenn wirklich der heilige Name kommt, ein Name, dann kannst du Krishna Prema kriegen. So, Mahaprabhu beantwortet die Frage, wer ist Vaishnava, in jedem Jahr verschieden, in 3 Jahren. So, wenn du einen Vaishnava siehst, then Maharaj going by car, but somebody looking. That's mean he is pure Vishnu. Follow what I say. So, wenn du allein jemanden anschaust und schon, also wenn du kein Apparat begangen hast, Sünde kann da sein, Bab, aber wenn du kein Apparat gemacht hast, nachher, wenn du einen reinen Vaishnava siehst, nachher automatisch verbeugst du dich vor so einem Vaishnava dann. So wie zum Beispiel an dem Verscheidungstag von Srila Prabhupada. Madan Mohan Malabhya. Das ist ein ganz großer Gelehrter. Er spricht in meinem ganzen Leben. Habe ich niemals meinen Kopf verbeugt. Nur wo er vom Srila Prabhupada kam, ist Bhaktisiddhanta, nachher hat er sich automatisch verbeugt. Das war so eine erstaunliche Persönlichkeit. Und das ist das Symptom von einem reinen Vaishnava. So, try to remember over and again this point. Don't try to lead your idol. So, versuch niemals so ein ideales Leben zu leben. Mach was für Guru und Vaishnava. We are laymen. We are not educated. We don't understand. In one word, we like to know one definition about who is Vaishnava. Also einmal haben die Devotees, einmal haben die Devotees gefragt, wer ist Vaishnava, haben sie Srila Prabhupada gefragt. Also das ist derjenige, der was immer irgendwas macht für Guru und Vaishnava. Und Bhagavan, das ist Vaishnava. Der was 24 Stunden beschäftigt ist im Dienst von Guru und Vaishnava. Also das hat nichts mit Geld jetzt zu tun, das hat zu tun mit dass dein Körper wirklich verwendest für den Dienst. I look to implement the desire of Prabhupada and Bhakti Purnima Maharaj. For that whole world going against me, kicking me, insulting me, still it is, I can keep on. Very good. Also, wenn er jetzt verfolgt, Srila Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta Saraswati, aber wenn alle anderen was jetzt dagegen sagen, dann wird er schlussendlich doch das Ziel erreichen. Also in school, master, there's master, they're giving instruction. Write some presi, write some presi on this topic. What is your aim in your life? We are writing, I want to become a doctor, I want to become a philosopher. You write, small age?
Pressy paragraph, the teacher giving instruction. Hey, Also in Kinder oder Jugendliche sagen manche Lehrer, schreib jetzt irgendwas, was du dann später dir erwartest vom Leben. Und jeder schreibt irgendwas, oh, er wird Anwalt, er wird Lehrer, er wird dies und das. Und jeder schreibt ihm was, aber keiner weiß wirklich Bescheid über den wirklichen Sinn vom Leben. So, du musst wirklich komplett alles geben, Tag und Nacht. Und nachher kannst du Harinam erwarten, dass der irgendwann mal erscheint. Ansonsten kann man so viel chanten, aber Chaitanya Mahaprabhu akzeptiert vielleicht nicht einmal einen heiligen Namen. So, Sanatan Gosvami. Also es kann ganz lang dauern, über Sanatan Gosvami zu reden. Into the topics of Sanatan Gosvami Pad, I started with the sloka. You can remember, I started with the sloka. Vairagya yoga bhakti rasam priyat nai rapaya yat mam anubhivsham. Who writing? So, wer hat denn das geschrieben? Who writing? Another great Vaishnava, Antaralal Anvitan. He is writing this way. Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami hat den Vers geschrieben. Er ist selber ganz ein großer Vaishnava, aber zeigt so eine Demütigkeit auf und betet zum Sanatan Goswami. Also der ist voll mit Bhakti Rasa und Vairagya. Also bei Vairagya gibt es so viel, was man wissen muss. Vairagya Vidya Nitya Bhakti Yoga Shiksharta Meya Pusharta. Also das hat Chaitanya Mahaprabhu, also Sarvabhauma hat den Vers gesprochen. Sarvabhauma hat gesagt, er war ganz trocken mit Philosophie von Mayavadis. Aber jetzt bei der Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu crying and speaking 100 sloka like wind, and Mahaprabhu approved. Sato slok kori more je koile stavan. You speaking 100 sloka like wind, 100 sloka like wind. This sloka, if somebody going to read, surely going to get bhakti and familiarity. It is the approval. Why? Also Mahaprabhu hat gesagt, der was die Verse liest vom Sarvabhauma Bhattacharya, so, wenn jemand die Verse liest, nachher derjenige kriegt Prema Bhakti unter meine Lotusfüße. Er hat 10 Jahre das in Bengali Sarvabhauma Bhattacharya Slokas publiziert. Vairagya Vidya. So, wenn Vairagya, wann wird es Vidya? Und wann wird es Avidya? Das ist die Frage. So,
wann werden zwei Ragya, Vidya oder Avidya. Also versuch nicht aufzuzeigen, dass du eine große entsagte Person bist. When Vairagya is totally getting backing of Guru Vaishnava, nice, that is called Vairagya. When not enjoying any backing by Guru Vaishnava, then your Vairagya, you can throw like garbage, penniless, not penniless, useless, smell, bad smell, you can throw out like garbage, like stool and urine. Who care, man, you are going to show your Vairagya? Also, was willst du aufzeigen mit deinem Vairagya? Wenn das Vairagya ist nicht angenommen bei Guru und Vaishnava. So Raghunath Goswami, der weint und weint. So, wir müssen durch das Leben von Sanatan Gosvami gehen, von Rupa Goswami. Also wenn du ein Vaishnava werden willst, dann musst du über dein Leben Bescheid wissen. Also wenn du ein reiner Vaishnava werden willst, nachher musst du jeden Tag gehen und Dandavats geben zu allen Vaishnavas und denken, dass du wirklich wertlos bist. So Srila Prabhupada lernt uns das. Er sagt, die ganze Welt, die macht Krishna Bhajan, nur ich mache kein Krishna Bhajan. Srila Prabhupada hat uns das gelernt. Reine Vaishnava, die haben so eine Stimmung. Alle machen Krishna Bhajan, aber ich mache kein Krishna Bhajan. Those who are Maya, those who are thief, those who are foolish, those who are dacoit, those who are, pleader, those who are doctor, they are all serving Mahadevi. Mahadevi, not those who are teacher also. They are all serving Mahadevi. Mahadevi means, for where from Mahadevi can Krishna. Also alle, die dienen direkt oder indirekt Krishna. Also die Maya, die kommt auch von Krishna. So, die in der Illusion dienen Maya. Also das ist auch Krishna. Und die anderen dienen Krishna. So, die ganze Welt macht Krishna Bhajan, nur ich bin die einzigste Person, was nicht Krishna Bhajan macht. So, wenn du das Gefühl hast, nachher kannst du sagen, also er ist mir höher gestellt, der ist mir höher gestellt, der ist mir höher gestellt. Du fühlst dich immer unter alle. Also nimm dir die Lotusfüße, den Fußstaub von den Vaishnava, den sollst du immer aufnehmen. So Sanatan und Raghunath sagen. Also Raghunath Goswami sagt, es ist nur Sanatan Goswami, was mir kann man sagen, mit Gewalt, du sagst, ich will das nicht, ich will das nicht. Aber das ist reiner Nektar, so wie wenn du ein kleines Kind von der Medizin wehrt. Aber der Vater sagt, trink, 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 das hilft da. Und so hat Raghunath das in dem Gebet ausgedrückt, dass ihm Sanatan Goswami den Nektar gegeben hat von Krishna Bhakti, obwohl er gar nicht wollte am Anfang. Also was ist Bhakti? Da haben wir nicht wirklich eine Idee. What is Bhakti? We have no idea. Bhakti is not a matter which you can find in the material world. Bhakti ist nicht irgendwas in der materiellen Welt. Somebody can speak Bhakti is a matter. Bhakti is not a matter. You can go to market and buy some Bhakti, 1 kg Bhakti. Not there. Bhakti is there. How you can Bhakti?
Raghunath Das Goswami is saying, So Raghunath Das Goswami sagt, Kebambudi, ocean of Vairag, Kipa, das heißt der Ozean von Kripa, Paradukha Dukhi. it is the symptom of a Vaishnava. Also das ist das Symptom von einem Vaishnava, Who like to express some gratitude. You want to express some humble attitude. Want to express some, dass man honor to everybody. Sheisha Vaishnava Dharma, Sabare Pranati. It is called Vaishnava Dharma. You have to pay Dandavad. Maybe you can say that he is Acharya, how he can pay Dandavad. We have seen in the life of Guru Maharaj. Any small boy entering the room, getting some sound, Guru Maharaj paying Dandavad. Sei Guru Maharaj, der hat jeden Ehrerbietungen dargebracht, ganz egal, aber wenn da ein kleines Kind reingekommen ist. Also sogar bevor der kleine Bub Ehrerbietungen dargebracht hat, hat ihm der Acharya, der Guru, schon Ehrerbietungen dargebracht. Das ist das, was wir zum Lernen haben, das Gefühl von Humilität, Demütigkeit. Because I have no limited time. 1 month, fully 1 month period, only about Sanatan Gosvami. So Sanatan Gosvami kann für einen Monat diskutiert werden, aber er kann jetzt eben nur ein paar Punkte berühren. This much to learn humble attitude. So Rup Sanatan, actually, Chaitanya Mahaprabhu, when reaching Ramkeli Gram, before that they used to write letters to Chaitanya Mahaprabhu through someone. But Chaitanya Mahaprabhu directly going to Ramkeli Gram. Nobody knows for why Mahaprabhu going wrong direction. Also Chaitanya Mahaprabhu geht ihm das, wenn Rupa und Sanatan, die haben ihm früher immer Briefe geschrieben, aber jetzt treffen sie sich in Ramkeli und Anubhava ist auch dort. Jiva Goswami ist ein kleines Kind zu der Zeit. Mahaprabhu sagt, keiner weiß, warum er dort jetzt nach Ramkeli gekommen ist. Many times I uttered this sloka. Dante Tina Kammayu. This sloka is so. Padayor Nipatyo. Kaku Shata Etadaham Babbrumi. He sadhavo Sakalameva Vihayudura. Chaitanya Chanda Charani Kurutanurag. Leave everything. All useless. You are waiting for honor, somebody can give you honor. You are waiting that you can get some enjoyment in your life. Or you kick everything and try to understand what is bhakti. All problems can be solved. All problems can be solved anywhere in this 14th world. Any problem there can be solved. The day you understand that is bhakti. The day you understand this is bhakti, then all problems will solve in this 14th world. In this 14th world, all problems solved. Only the day you understand this is bhakti, all false ego, all agony, pain inside heart, somebody inside me, all vanish. The day you understand. The day is the So Chaitanya Mahaprabhu hat Barmherzigkeit gegeben zu Rupa und Sanatan. Und er hat sie gebittet, oder Nityananda, alle seine Geweihten, hat er auch gesagt, gebt ihnen die Segnungen. Weil direkt die Kripa von Mahaprabhu oder Krishna ist nicht möglich. So Chaitanya Mahaprabhu gibt es durch Nityananda und seine Geweihten.
They want to. They are so humble. Everybody blessing. Also segnen sie. After that, very short. Und nach kurzer Zeit Then after that, Rupa Goswami hat Rupa Goswami as a finance minister, gone with Anupam. seinen Job lassen als Finanzminister mit dem Anupam. With Anupam, Rupa Goswami instantly leave home. When they get information, Prabhu running towards Vrindavan to meet Prabhu, the Rupa Goswami Father. Sanatan was there, but the king was fed up. Why my chief minister not coming? Somehow we got information that he is sick. Sick? So, der Chief Minister, der hat gesagt, dass er krank ist. Das war Sanatan Gosvami. Und der hat da Doktoren hingeschickt. Aber dann haben die Doktoren festgestellt, eigentlich hat er gar nichts. Sondern sie haben den ganzen Tag gelesen, das Srimad Bhagavatam. Dann fragen sie, warum bist du nicht gekommen zur Arbeit? Und dann kommt der König selber, der Hussein Schah. Und sagt, oh, all deine Aktivitäten, wir können jetzt ist alles gestoppt im Königreich, wenn du nicht weitermachst mit deiner Arbeit. Discussing Bhagavatam with 18 or 20 Vaishnavas, Brahman, Pandit. Because in dream, Sanatan Gosvami got Bhagavatam. In dream. One day, Sanatan Gosvami looking in dream, somebody giving a nice Bhagavatam. And Sanatan Gosvami look. Also Sanatan Gosvami hat im Bhagavatam, das was Krishna selber ist, hat er im Traum gekriegt. Und am Morgen war das Bhagavatam nicht mehr da. Und er dachte, das ist ein falscher Traum gewesen. Und hat er Bad genommen und dachte, das ist ein Brahmana gekommen und gibt ihm das Srimad Bhagavatam. In einem roten Tuch. Then from then, Sanatan Goswami 100% sure that Bhagavatam is Krishna himself. Also dann hat Sanatan Goswami gewusst, dass das Srimad Bhagavatam Krishna selber ist. Sanatan Goswami was in trap, in jail by king. King cannot allow him to go away because his main activities is a prime minister. How king can allow him to go? Hey, I can arrest you. Stay in jail. Okay, as you like, you can give me punishment, you are king. But I cannot do any service. I cannot do any service anymore. Then king wanted to put you in jail. After that, first requesting, you can go with me because I am going to Orissa to fight. Sanatan Goswami says, you are going to destroy your Hindu temples, is that deity. How can go to assist you? I cannot go. You can go. So, Then I can put you in jail. Okay, as you like. Der muslimische König ist dann gekommen und hat gesagt, jetzt, wenn du mir nicht mehr hilfst, wenn du mir nicht mehr weitermachst, nachher muss er ihn einsperren. Weil er hat so viel vorgehabt mit ihm, dass er das und das Reich erobert, aber jetzt hat sich Sanatan Goswami geweigert. Und er hat gesagt, er geht jetzt dem Ganzen nimmer nach, weil er nur die ganzen hinduischen Tempel zerstört. So, nachher haben sie ihn eingesperrt. Und in der Zwischenzeit hat Rupa Goswami einen Teil von seinem Gehalt, also es war ein großer Teil, was er mitgenommen hat, das hat er aufteilt und hat dann Teile an die Brahmanas verteilt, an verschiedene Zwecke. Und ein Teil hat er sich gehalten für einen älteren Bruder, Sanatan, der was im Gefängnis ist.
Goswami. Und nachdem ist Rupa Goswami, der ist dann gegangen. And Sanatan was in jail. Und Sanatan Goswami war im Gefangenenhaus. Und der König ist rausgezogen, um mit den Hindus zu kämpfen. Then Sanatan Goswami discussing with him. You see, you are Jinda Pir. You are actually Allah. So I have done so many seva to you. Now today is the time you have to repay. Well, how you want to get repaid? I have done some seva to you. But today is the time you will have to pay something to me. I'm in danger. Now you have to make me free. No! Oh no! How if I make free? Then king can come and cut my throat. No, they cannot know. King cannot know at all. Very secretly. No, I cannot. 500 golden coins. So, dann hat er jetzt den Wächter, wollte jetzt beeinflussen, wollte ihn bestechen, dass er ihm jetzt rausgehen lässt mit dem Geld, was er gekriegt hat vom Rupa Goswami aus dem Gefängnis. So, was man daraus lernen kann, ist, dass in der Welt große Offiziere oder höher gestellte Leute, die sagen, oh, sie seien ehrlich, aber wenn du sie dann wirklich mit der gewissen Menge oder mit der gewissen Anzahl von Geld bestichst, nachher werden sie weich. Und schlussendlich ihr Versprechen oder ihr Gelübde können sie nicht halten, dass sie immer ehrlich sind, sondern mit ein gewisser moralischer Standpunkt, der kann dann gebrochen werden durch so ein lukratives Angebot. Ajamil genauso. Sein moralischen Charakter hat er gebrochen. So Ajamil war Brahmana, aber er hat nicht so viel Chitbal, spirituelle Shakti gehabt. Und sein moralischer Standpunkt ist dann auch gebrochen. So Sanatan Gosvami ultimately, I can give 700 golden coins. Well, I can make you free, but there's a problem again. Nobody can know. I cannot stay here. I can go to Makkah, Medina. I can go there. I can become Darwish. Also sagt ihm dann, I can do bhajan of Allah. I can go to Makkah. Really so? Yes. I cannot say. Nobody can trace me out. So you can say this much. Also sagt ihm dann im Wächter, du sagst so, weil er war sich nicht ganz sicher, wenn er das macht, dann kriegt er Probleme vom König. Aber dann sagt Sanatan Gosvami, du sagst, ich bin einfach aufs Klo gegangen und da war die Eisenkette mit der großen Eisenkugel und nachher ist er mit der in den Fluss gekupft und hat Selbstmord begangen. Das kannst du sagen zu ihm. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Sanatan gone. Now Sanatan Gosvami gone to Bharat. I am speaking in short. Und nachher kannst du nach Mekka gehen und kannst dort mit dem ganzen Geld leben, mit deiner Familie. Und Sanatan Gosvami ist dann abgehauen. And going from everywhere they are taking information that Prabhu is staying in Chandrasekhara Baba. Really? Chandrasekhara. And Tapan Mishra house, Mahaprabhu used to eat. Follow my point. When Tapan Mishra is Vaishnava, so Sanatan Gosvami hat dann Tapan Mishra getroffen. Sanatan Goswami took information when waiting at gate.
Prabhu Antarjami, Prabhu can call you. In the meantime, Prabhu inside, talking with all devotees and speaking. Mahaprabhu speaking. Chandrasekhar Prabhu. So, Chaitanya Mahaprabhu war mit all den Devotees im Haus vom Chandrasekhar waren. Und sagt Mahaprabhu, oh, da ist ein großer Vaishnava außen. Geh raus vor die Tür und bring ihn rein. Aber dann ist er wieder zurückgegangen. Und Chandrasekhar hat gesagt, na, da ist keiner. Da ist nur jemand mit der muslimischen Kleidung. Nachher sagt Mahaprabhu, ja, bring ihn. Und nachher kommt jetzt rein. Hey, don't touch me, Prabhu, I am actually fallen so. Prabhu speaking, Sanatan, don't speak like that. I am touching you to purify myself. You have that much purity. You have that much purity that you can purify the whole world. But to speak about me, don't speak like that. Come to me, embrace. Prabhu and Sanatan both shedding tears. Prabhu allow him to sit near him and massaging his backside. And hearing all, Prabhu knowing everything, Antaryami, but still asking how you get free. Also dann geht Mahaprabhu raus und begrüßt den Sanatan Gosvami. Und er freut sich dann total. Und obwohl er alles weiß, weil er Antaryami ist, und dann fragt er, oh, wie bist du rausgekommen aus dem Gefängnis und das. Und dann sagt er zu ihm, jetzt geh Bad nehmen in die Ganga und dann schneidest du die Haare. Und Chandrasekhar wollte ihm ein neues Kleidungsstück geben, aber Sanatan hat gesagt, er kann keine neue Kleidung annehmen. Wenn du mir ein Kleidungsstück geben willst, dann gib mir irgendwas Altes, was Abgetragenes. Cut into three pieces. One is coping, one is Vairvas, one is Shuddha. Also da hat er jetzt dann 3 Kleidungsstücke aus dem alten Stoff gemacht und hat es dann tragen und ist vom Sanatan Gosvami gegangen, vom Mahaprabhu gegangen. So, wenn jetzt manche kritisieren, wer hat ihm die Wäsche gegeben im Sanatan Gosvami? Das sind natürliche Paramahamsas. Sanatan Gosvami, der hat ein Kleidungsstück in 3 teilt. Aber wer hat ihm das gegeben? Das hat er selber gemacht. So, und wo er dann zu Mahaprabhu gekommen ist, dann hat der Mahaprabhu gesagt, das passt so. So sein Wäsch, seine Kleidung ist angenommen von Mahaprabhu. Also du sollst immer, du kannst nicht so sprechen, oh, wer hat Sannyas Wäsch zu Srila Prabhupada gegeben. Da verlierst du schon die ganze Bhakti. Und Mahaprabhu hat gesagt, oh, wo ist dein deine Decke, was eben ein bisschen eine teurere Decke war. Und hat er eben verstanden, dass das Mahaprabhu nicht ganz passt. Und nachher hat er ihm die neue Decke gegeben, am Flussufer an jeden, der was eine alte gehabt hat, eine ganz zusammengestickte, das hat er dann tauscht mit dem. Er ist hingegangen und hat ihn gebeten, bitte nimm du die Decke, die hochwertige Decke, und gib mir die zerfallene Decke. Und dann sagt er, oh, machst du Scherze mit mir? Die Decke kostet so viel und so.
Aber na, sagt er, macht keinen Scherz, nimm das bitte. Nachher kommt er mit der Ding. Und Mahaprabhu, der lacht wieder. I was also thinking about that. Krishna is the topmost doctor, and if Krishna giving relief of all disease, why Krishna can keep one disease untreated? I was thinking about that. So costly kammal, so costly goat kammal, and we are going to take Madhukuri. You have no right to take Madhukuri until and unless you are penniless. People think it's a matter of joking. I can go to Braja and make. Gurma used to say. Also Madhukari ist nicht etwas, was du einfach machen kannst. Then you will have to pay. If you cannot pray, then you will have to become a dog next life in the courtyard of that Brajavasi. Also du kannst nichts essen einfach von den Brajavasis. Oh Maharaj, I am big Vaishnava in bank balance. I have 80 lakhs rupees. And now I want to show this kitchen. Sondern wenn du das machst, hat Gurudev gesagt, nachher musst du das auch zahlen, das Brot, was du da gegessen hast. Und wenn du es nicht machst, wirst du in deinem nächsten Leben ein Hund werden in dem Vorhof von dem Brajavasi. So, wir wollen, also viele, die wollen Müll werfen auf die Plattform von Gaudiya Bhajan. Aber Guru Varga, der beseitigt es. Es soll sauber sein. So now Sanatan Gosvami Pad started taking lesson from Mahaprabhu. Oh, Chaitanya Mahaprabhu giving lesson to So, Chaitanya Mahaprabhu, Sanatan, gibt die Lehre zu Sanatan Gosvami. Sanatan Gosvami ist so demütig geworden und hat sich wirklich demütig und beschämt gefühlt. Also das sind Bharadwaj Brahman. Woher das sein von der Familie? Und Sanatan hat gesagt, na, berühr mich nicht. Wir sind von einer ganz niedrigen Familie. Wir haben Gemeinschaft mit den Muslimen. So. Wenn die so eine demütige Stimmung aufzeigen, was ist dann mit uns? Vallabhabhata wollte da Mahaprabhu einladen in Adal Gram. Then Sanatan paying Dandavat, you want to embrace. Then Mahaprabhu's joking with them, don't touch them, they are actually from low caste. I think they are from high caste. So Mahaprabhu hat dann gesagt zum Vallabhacharya, berühre den nicht, das sind von einer unteren Klasse, Rup Sanatan. Aber Vallabhacharya weiß Bescheid. Also dann sagt aber Vallabhacharya, na, ich denke, du machst Scherze mit mir, das sind reine Vaishnavas. Und Rup und Sanatan gehen zurück, berühren uns nicht. So Rup und Sanatan, die wollen ja niemals reingehen in Jagannath Tempel. Also die haben sich gedacht, wir sind so gefallen. So, die sind mit Haridas Thakur in Siddhabak. Sind immer mit Haridas Thakur zusammen gewesen, der Rup und Sanatan.
Von einer großen Distanz bringen sie ihre Erweisungen dem Chakra. Also sie wollen auch nicht auf die Straßen gehen, wo eben viel Verkehr ist und die Pujaris auf und ab gehen. Warum? Sanatan, which way you are coming? Prabhu, actually I am coming that way. That way? Hot sand. Und einmal ist er getestet worden, dass Mahaprabhu, er hat ihn gerufen und nachher ist der Sanatan Gosvami aber gekommen, nicht über die Abkürzungen auf der öffentlichen Straße, sondern einen langen Umweg am Sandstrand und der heiße Sand hat ihm die ganzen Füße haben Blasen gehabt und Schmerzen. Aber dann hat er gesagt, oh, woher bist du gekommen, der Mahaprabhu? Ja, er ist den Weg gekommen und oh, zeig mir deine Füße, nachher hat er gesehen. Dass er so eine demütige Stimmung gehabt hat, dass er eben ja nicht berührt wird von den Pujaris vom Jagannath-Tempel. So, wenn du die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu kriegen willst, dann als allererstes musst du lernen von Rupa und Sanatan Gosvami die Demütigkeit. Sanatan Gosvami, when Mahaprabhu already reached there, from Vrindavan, Sanatan Gosvami, their fine group Sanatan already gone to solve some financial problem in the village. Rup and Anupam. In the midway, at the bank of Ganga, Anupam living body. When Mahaprabhu meeting Rupa Goswami Pad in Allahabad, Rupa Goswami in Allahabad getroffen hat, dann hat er gesagt, er hat den Sanatan schon getroffen. So. Then after that, actually, Sanatan Goswami after. Anyway, Rupa Goswami Pad. After that, actually, Sanatan Goswami coming to Purushottam Dham through Jarikhanda. Jarikhanda from Vrindavan. So, Sanatan Gosvami ist durch den Jarikhanda, Mahaprabhu ist durch den Jarikhanda-Wald gekommen, auf dem Weg nach Vrindavan. Das ist eine Abkürzung, aber ein dicker Wald. So, Mahaprabhu ist auf dem Weg gegangen. Und Sanatan Gosvami wollte dieselbe Route gehen, aber hat dann eine gewisse Hautkrankheit gekriegt, weil er falsches Wasser getrunken hat. Und ist dann irgendwie aber doch in Puri angekommen. Mahaprabhu hat Bescheid gekriegt und hat sich dann getroffen mit Sanatan Gosvami. Aber Sanatan Gosvami hat gesagt, er hat eben so diese Hautkrankheit. So bitte berühre mich nicht. Aber Mahaprabhu er wollte ihm nicht umarmt werden, das Sanatan Gosvami. Aber Mahaprabhu, der ist dann hingegangen und hat ihn umarmt. Und Sanatan Gosvami hat sich komplett gestört gefühlt. Er wollte dann sein Leben aufgeben. Also und Mahaprabhu sagt, wo ich das erste Mal umarmt hat, dann hat das so gerochen wie Chandan, Sandelholzpaste. Und Sanatan Gosvami hat dann die
Er wollte dann einfach sein Leben aufgeben, weil er es nicht aushalten hat können, dass Mahaprabhu sich dauernd so verhaltet ihm gegenüber. Er hat gewartet auf das Festival vom Ratha und wollte sich dort unter die Rede von werfen und wollte so sein Leben aufgeben. If I can put any treasure, sampatti, money or gold to you, deposit, you can spend that money? No, only deposit. If I keep some gold or money, anything, deposit with you, you have no right to spend. Because it is deposited by somebody. Someday you can. Is it right for Sanatan? Prabhu, what do you mean? Sanatan already gave his life to me. Sanatan speaking, I am going to show my surrender unto the Lord. Surrender me. When you are 100% surrender, that means that day you are sold like a beast. In Bhagavatam it is written. Schon mal Bhagavatam ist geschrieben, dass du ausverkauft bist wie ein Tier. So was man am Markt verkauft, das hat jetzt einen neuen Herr. Und dann hat man nichts mehr zum Sagen. Genauso ist man verkauft an Guru und Vaishnava. So, das Tier kann dann in Bhagavatam it is written, Wirkliche like a beast is sold in market. Also das ist in Bhagavatam ist das so aufgeschrieben. Du kannst überall hingestellt werden vom Gurudev in ein Zimmer, wo eben keine Klimaanlage ist, wo es heiß ist, ganz egal wo der Herr jetzt das Tier dort hinstellt, in einem Stall, wo kein Schutz ist für Sonne und Wetter und so weiter. Genauso soll man sich fühlen, wenn man sein Leben Guru gegeben hat. So alles, was Guru für die organisiert, das hast du dann anzunehmen. Und schlussendlich wollte dann Sanatan Gosvami dann sein Leben aufgeben unter dem Wagen vom Jagannath-Rad. Obwohl du bist mir schon gegeben worden, du hast mich schon verkauft an die. So Mahaprabhu sagt es zu ihm eben. Du kehrst nicht mehr dir selber, du hast die mir gegeben, mir verkauft. So, Mahaprabhu hat es eben innerlich gewusst, was Sanatan Gosvami denkt. Und Mahaprabhu hat ihn wieder umarmt, obwohl er und dann hat Mahaprabhu, wo er ihn da zum umarmt hat, hat er dann wieder seinen früheren Körper zurückgekriegt, also ohne Probleme, ohne der Krankheit. So, derjenige, was Lebra aufgenommen hat, der Brahmana, also das hat auch einmal Mahaprabhu, der hat den eben wieder geheilt, gesund gemacht. Also der war so krank und hat so große Lebra-Krankheit gehabt, dass die Insekten schon sich in seiner Haut angesammelt haben. Und der war aber so, dass sogar die Insekten, was rausgeflogen sind, aus seinem Körper, aus seinem Fleisch, die hat er dann wieder aufgehoben und reingesetzt in sein Fleisch, damit sie eben weiter essen können. So,
Und der hat gesagt, eben, weil Mahaprabhu wollte ihm auch jetzt eben von der Krankheit befreien, aber er hat gesagt, na, so kann mich keiner stören in Krishna Bhajan. So bitte gib mir keinen besseren Körper. So hat er gebetet, so. Wir sollen das Sanatan Shiksha immer und immer wieder lesen. I said, nowhere I'm going. From Bakura, some devotees they are crying to come to explain Bhagavad. I said, I'm not going anywhere. Stop. How it is possible? Now point is that Sanatan Shiksha. So Sanatan Shiksha, Srila Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, Guru Varga. Also wenn du nicht das klare Konzept kriegst über Sanatan Shiksha, dann kannst du Bhajan auch nicht machen. Also Sanatan Gosvami, das ist Sambandhagyan Acharya. So, wie kann man das erklären in so einer kurzen Zeit? Sanatan Gosvami was trying by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu to discover the places of Krishna Lila, Stali, all scriptural evidence, Sruti. How possible? How it is possible for Sanatan Goswami to discover Madan Mohan? Even Madan Mohan talking with him directly. At the bank of Govardhan, Sanatan Goswami sitting, Gopal coming, like Madan coming with pot of milk, coming and giving to him. Speaking, you drink this milk. You are a small boy, how you take trouble to come to me to give milk? Oh, everybody is speaking, you are actually fasting. Fasting, how you know? How I can know everybody is also come and give? You are fasting. So I think all your family members not coming, you are so small, why come? Actually they are busy with making chapati, this, that. That's why okay, give them milk. Cooking and tea, so nice. Drinking the milk. After drinking, that boy is vanished. And when Sanatan Goswami touching that milk with tongue, some current flowing, this milk, oh, it must be Krishna. I couldn't arrest him. God, Krishna. Oh my God, Krishna came in front of me to give milk. I couldn't realize. After that, Sanatan Goswami started doing all seva ordered by Chaitanya Mahaprabhu. Sanatan Goswami used to stay later. It's so long story. I am speaking Jesus. Sanatan Goswami is staying in Nandagram. So Sanatan Goswami war am Schluss in Pavan Sarovar in Nandagam und Rupa in Tirkadamba in Vrindavan. Tirkadamba, das ist ein Baum. Wenn wir schon der Mutter Krishna gesagt hat, na, warum gehst du raus mit den Kühen? Bleib doch daheim. Und da kriegst du noch Schwierigkeiten. Es ist so heißes Wetter und deine Füße und der tiefe Wald. Und der Krishna sagt, na, Mutter, bitte. Rund um Nandagram, da kann ich doch gehen. Ich spiele meine Flöte, nachher weißt wo ich bin. Also du kannst hören. Und so hat er mit der Flöte, gibt er dem manchmal immer das Signal zu seiner Mutter, oh, er ist jetzt da und er ist jetzt da. Und Sanatan Rupa Goswami hat Rupa Goswami in Tirkadamba und Sanatan Goswami in Pavan Sarovar. So eines Tages ist Sanatan gekommen, um Rupa Goswami zu treffen. Und
Sanatan denkt, dass das mein Guru ist. Das ist ein großes Thema. So. Wer ist der Guru auf Sanatan? Wer ist der Gurudev auf Rupa Goswami? Oder Gurudev auf Jiva Goswami? Also wenn du tief in Bhakti gehst, dann kannst du das verstehen, ganz einfach. So Sanatan Gosvami and Sanatan Gosvami Pad giving this kind of, in Kirtan it is written this way. But Sanatan Goswami taking Dikha from whom? So Sanatan Gosvami hat Diksha genommen von That Sanatan Goswami doing Bandhana there. The Sanatan Goswami doing Bandhana Vidya Vachaspati Guru mein, Guru. Then from whom? Rupa Goswami Dikha. From whom Jiva Goswami Dikha? Rupa Goswami. Jiva Goswami hat von Rupa Goswami Diksha genommen. Sanatan Goswami von Vishapati. Haha Prabhu Sanatana Gaura Parivar. Haha Prabhu Gaura Parivar. Follow this way. Now Sanatan Goswami coming in front of Rupa Goswami. Rupa Goswami now thinking, today Guruji coming to me, so I like to offer Paramanna Bhoga so that I can. So Sanatan Goswami wollte ihm jetzt, wo er gesehen hat, dass er Gurudev ist, also wollte ihm was anbieten und wollte einen Milchreis oder sowas machen. Aber er hat eben nichts gehabt, keine Zutaten da. Und in der Zwischenzeit ist ein junges Mädchen gekommen. Oh, das Lali, das kleine Mädchen, das gekommen. Oh, Baba, mach die Tür auf. Oh, meine Mutter hat ein paar Zutaten gesendet, dass du kochen kannst. Milch, Zucker, Reis. Then collect everything, making Paramanna. After making Paramanna, offering to Krishna, Radharani. Also dann hat er jetzt den Milchreis zubereitet und hat ihn geopfert. Und hat zum Rupa Goswami gegeben. Aber der Paramanna war ganz spiritualisiert, wie ein elektrischer. Oh, was ist das? Was ist das? Wer ist gekommen? Wer ist gekommen? Ein kleines Mädchen. Nein, das war Radharani. Warum hast du Schwierigkeiten bereitet, Radharani, dass sie jetzt dort herkommt? Niemals sind Schwierigkeiten, irgendwelche Schwierigkeiten zu Radharani. Und dann hat er ihm zugegeben, dass er eben gedacht hat, dass sie dir meinen Milchreis anbieten will. Und so ist jetzt Radharani selber gekommen und hat ihm die Zutaten gebracht. So Krishna selber dient Radharani und du willst jetzt Radharani solche Schwierigkeiten zubereiten. How Sanatan Goswami discovered that Madan Gopal, Sanatan Goswami was going to So Sanatan Goswami hat da den Madan Gopal gefunden. Einmal in der Woche ist er gegangen und hat ein bisschen Atta gebettelt. Also einmal in der Woche. Und da war jetzt der Madan Gopal in der Familie. So Krishna will nur die Liebe kosten. Krishna ist nicht interessiert von Milch, Käse oder Krishna, der will nur die reine Liebe kosten. Bhakti.
change your life. So das ist zu realisieren. Und You cannot get time. Time is going. Time is going. We are playing. Time is going. Chauve's wife, Madan Gopal speaking, you are going to take bath, cooking so late, I am hungry. You have to give quickly. I'm doing brush. Morning time, it will take time, going to feel this, that. No! First of all, you have to do. Without taking bath, you have to do. Then what Chauve's wife doing? With one stick, or nimba, wooden stick. And making khichdi with us opposite. Khichdi. Gopal, okay, very nice, very tasty. But you are maintaining so rules and regulations. I don't like to take. Also da war die Frau dann von dem Brahmana, die war spät dran und dann hat der Brahmana gesagt, geh jetzt duschen und macht Opfer des Essen. Aber dann hat sie keine Zeit mehr gehabt und hat dann mit so wie eine Zahnbürste, so einen Asch, den was sie kaut hat sie dann verwendet auf der anderen Seite und hat das Kitri, den Reis gerührt und hat ihn dann geopfert zum Gopal. Gopal kostet nur Liebe, so der hat Bhakti im Herzen gehabt. Das gleiche ist mit Duryodhana gewesen und Vidura. Bei Duryodhana hat er auch nicht gegessen, der hat ihm goldene Teller gegeben und so viel gekocht. So try to speak Harikatha with acharan heavily. It is not that you are not humble. Gopal speaking heavily, maintaining Tirani. Not that you are speaking very nicely, sweetly. You want to pass away the main points. I want to prove in front of devotees I am nice Vaishnava. Actually, I have no time. I am developing fever. Today I cannot speak. What fever? If you have fever, you have to speak more Harikatha. Then fever can vanish. Same case with me. For 3 days fever, no problem. I feel happy, very nice body. No medicine can find solution. So anyway, I like to speak so much thing. So Sanatan Sikha is very vital. So das Sanatan Shiksha ist ganz wichtig. Also wenn du die komplette Realisation hast über Sanatan Shiksha, nachher kannst du Rupa Shiksha verstehen. Das Jivera Swarupa Krishna Nityananda. I already discussed this point 3 months, 4 months ago. Also, I like to discuss the details, how Bhakti is possible for bonded soul. Bhakti is not a property of this. So Bhakti ist nicht nichts von der Welt, das ist von der spirituellen Welt. Oh no, not that. So must be very careful. Lakkhahira was successful to satisfy Gurudev Haridas Thakur by his cleanliness, his heart was clean. Maybe he was cross, hard on, but by now, enjoying Guru Kripa, Gurudev giving instruction, only you will have to do Seva of this Tulsi and do 3 lakhs. What is the magic spell that big Acharya coming to take darshan of Lakshahira? You never try to think about that. Your brain is so biased. You have no scope to think about. Also warum Lakshahira, der hat chanted 3 lakhs vor Tulsi Maharani und warum kamen so viele größere Vaishnavas und bringen jetzt Ehrbitterung da? Lakshahira war Prostituierte. Aber doch bei der Barmherzigkeit von Guru also denke über das Beispiel nach. Wie geht das vor? Understand, here, all day and night. Every day you will have to, today is Guru Purnima. I can touch this point. It will take another 10 minutes, I know, but still I have to touch this point. Today is actually Guru Purnima.
In Vrindavan, those Brajavasis speaking Muriya Purnima. Muriya. Muriya, you know what is Muriya? Actually, the Brajavasis, when Sanatan Gosvami live in body, they think our father, mother, all relative are gone. Brajavasis crying. So die Brajavasis, die weinen heute. Chale gaya, chala gaya. Bada Baba mane Sanatan Gosvami. Chale Baba means Rupa Goswami. Der Bada Baba, das ist Rupa Goswami und Chota Baba ist Sanatan Goswami für die Brajavasis. So, Brajavasis, die rasieren heute ihren Kopf. So wie wenn dein Vater stirbt, nachher musst du auch deinen Kopf rasieren. Es ist auch heute der Tag, ist genannt Guru Purnima. Warum, Maharaj, kann man jetzt fragen. Mein Guru Maharaj hat an einem anderen Tag Geburt genommen. So viele verschiedene Gurudevs, aber das heute ist Guru Purnima. So was ist das? So Baladev kommt in verschiedene Formen als Gurudev, um uns zu retten. So die individuelle Guru-Titi, der Erscheinungstag von Guru, muss man befolgen. Aber was ist jetzt Guru Purnima? Heute ist jeder Satguru wird heute verehrt. So jeder Satguru von all den 4 autorisierten Sampradayas summation of Guru. Guru Tattva means Guru Tattva itself undivisible attitude. You cannot divide. Guru Tattva is, you cannot divide Guru Tattva. It's Akhanda Guru Tattva. Also Guru Tattva is Akhanda Guru Tattva. Akhanda Guru Tattva. All Gurudev. So heute verehrt man alle Gurus, alle Vaishnavas. All Satguru. Today we are forcing original Guru Tattva. Das originale Guru Tattva, Nityananda Prabhu. So today in Sanskrit we say Vyasti Guru and Samasti Guru. Vyasti Guru and Samasti Guru. Vyasti Guru means individual Guru. Vyasti Guru individuell. Coming in individual form, maybe sometimes coming in the form of Srila Bhakti Vaibhav Guru Sita. To deliver, you are blind, you cannot see, my Gurudev lost. We are lost. Gurudev is there. If you have eyes, you can see. Follow. Your Gurudev took birth. This way all in different Abhibhaktiti we can receive. But today we are seen as a whole. So heute verehrt man das Samasta Guru Tattva, Sat Guru Tattva, alle Gurus. You must save your head. You can start Chaturmasya. Chaturmasya you can start from Purnima also. So Chaturmasya fangen an von Purnima oder Ekadasi, Shayan Ekadasi. Von Dwadasya. Also das ist nichts Falsches. Das ist verschieden. Im Bhagavatam Shayan Ekadasi zu Uttan Ekadasi. Das ist auch okay. Aber weil Sanatan Gosvami an dem Tag verschieden ist, starten unsere Guru Vargas an dem Tag. Whenever those Brajavasis they meet Sanatan Gosvami, because Sanatan Rup, they never like to stay in one place. Sanatan und Rup Goswami, die sind niemals an einem Platz gewesen, die sind immer gereist. An verschiedene Orte gewesen, in Vrindavan, zu Fuß. After so long time you are coming to us. This way they are crying.
They are sitting in front of Sanatan Gosvami. Also die haben große Trennung, die Brajavasis, weil Baba, you are not coming for a long time. I give die sagen, oh, du bist nicht jetzt für lange Zeit gekommen. Husband, what way? Asking, Brajavasi. People can think on material talkings. Sanatan Goswami said, no, not material talkings. Brajavasis, I am taking information about Brajavasis. It is related to Krishna Bhakti. Follow. So what is Bhakti? What is not Bhakti? You must learn it first. Also was Bhakti ist und was nicht Bhakti ist, muss man als erstes lernen. Follow what I say. So, Chaturmasya Vrata you have to do. So Chaturmasya Vrat, In Chaturmasya Vrata, Chaturmasya all Vrat, Shruti, Sruti, Puran, they are praying in front of. so alle beten sie vor Kshiradakakshay Vishnu, Shruti Stuti und für 4 Monate. Und 4 Monate schlaft jetzt Vishnu. And Shruti, Sruti, they are praying. Und die beten zu ihm. Jaya, Jaya, Ja, Jaya, ja, Jaya. ja. So vihi guna tamasi yadatmano samavaru dasama tavana. This one. Jaya, Jaya, Jahi Ajam. Jaya Jaya Jahi Ajam. I can explain this sloka someday. So, er kann den Vers erklären. Heute ist gerade Zeit. Er stoppt jetzt, wenn man irgendeine Frage hat, dann kann man fragen. Today is Samasti Guru Puja. So, heute ist Samasti Guru Puja. So Vairagya Yuga. Vairagya Yuga Bhakti Rasampradya Bhayanana Pepsumandam Kripam Buddhirya Para Dukha Dukhi Sanatanam Tam Prabhumashrayami. Any question? I've heard from one of Gaudiya Vaishnava that to please our academically to please our Guru Varga, we should learn Harinam Vyakarana. We should learn how to teach Harinam Vyakarana. That way our Guru Varga is pleased. And the Guru Varga is pleased, then Lord Chaitanya is pleased. What do you say about it? What is your opinion? No, I cannot hear because my ear is blocked with because I catch cold and fever. You come near to me so that I can hear properly. Or somebody can hear and He has heard that we should read or study Harinam Vyakaranam. So, because Mahaprabhu is pleased, right? Guru Varga is pleased with that. So Guru Varga is pleased and Mahaprabhu is pleased. So what would you say to this? you must understand the inner meaning of this thing. I heard from a Guru Maharaj, whenever any devotee coming in front of Prabhupada, Prabhupada used to engage in seva. So Srila Prabhupada hat immer die They ganzen have their inner sight. They can Schüler sofort in Seva eingeteilt. in what seva they can engage you, it is their duty. So dann If you can find your own engagement yourself, then I can study Vikaran. Many times it happens so. Somebody is speaking, oh, I can learn Vikaran. No! Start seva. Also viele Male ist es schon so gewesen. Engage some special teacher for Bhakti Purnima and some other devotees to give lesson about Nanshuddha. Nanshuddha, you know? Na, schon. What is the magic? It is openly we can say. You can say, well, who is learning Bhakaran, Harinam with what mood, that is different. Many times I spoke, somebody learning Vedanta to get respect. So viele lernen heutzutage Vedanta oder das He passing lecture, nur something. groß dazustehen dann. Still you speak, you are doing bhajan. When you speak in the scholars, they gone mad. How it is possible? You have done doctorate in Vedanta? No! Try to follow what I mean to say. So if you want to enjoy full kripa, So wenn du die volle Barmherzigkeit vom Guru Varga haben willst, dann musst du ihm zuerst folgen. it is openly there. Then Harinam Bhakaran, at all if you are interested to learn Bhakaran, if you follow Harinam Bhakaran,
it is full of Harinam, so anyway you are not going to waste your time. But can you show me one single, bonnet show who is just qualified to keep proper track? Harinam is better. Not that Harinam because you can learn, you can ignore Guru Seva. Whereas vital point there in Bhagavatam. Try to understand my point. Also du kannst nicht Harinam Vyakaran lernen und nachher kannst du Harinam Vyakaran lernen. Nicht, dass du die ganze Zeit verwendest für Harinam. Your Vyakaran cannot give protection of this whole society, Mr. I like to see your personality so that you can give full protection to Gaudiya Sampradaya. Prabhupada is very clever. Prabhupada cannot allow this opportunity to everybody. You know, everybody going to waste time. So. Follow. They're going to. So how they can do Krishna Bhajan? You have to do from today onward. Oh, you have to say. Also es ist wirklich, man muss Tag und Nacht schwitzen und seine Zeit aufbringen für Seva. Und jeder, der was vor dir kommt, vor dem sollst du denken, das ist mein Gurudev, Radharani. Try to learn Dhakaran, try to learn Vedanta, no use, you cannot get. You cannot, anyway, you cannot ignore Guru Seva. Guru Seva first. So Guru Seva ist immer das Wichtigste. Vansha Kalpatarus. Sinaveva Chava. Recently I was at my Guru Maharaj's temple in Bhubaneswara. You've been there? For Rath Yatra. And then they have Charanamrita of a morning. They have Radha Krishna Charanamrita, Gaunitai, Krishna Balaram, and my Guru Maharaj Charanamrita. Yes. And I'm mixing all in one hand, then taking. And one brahmachari said, "This is great offense. You cannot mix Very this." nice question. So Very nice. Actually, all brahmachari criticized. try to understand. So, da hat jemand in Bhubaneswara Charanamrita verteilt von Radha und Krishna, Gaunitai und Guru, und der hat das alles gemischt. Und dann hat der Brahmacharya gesagt, das ist ein großes Offense. Du sollst zuerst, also du sollst das nicht mixen. Original ist es alles selber. Sharakshat Menatarita Sem. Aber wenn du Gurudev Charanamrita, das nimmst du als allererstes. Das heißt, then why you are offering separately different bhoga? Pastor, though all said. So, du opferst ja das verschiedene Teller für Gurudev und für Radha und Krishna. So Nishinga Dev, der hat ein separates Teller zubereitet für Nishingadev und uns für Gauranga Mahaprabhu. So, aber Nishingadev hat alles gegessen. Also er hat ja das separate Teller und Mahaprabhu lacht. Nishinga was shouting, "Hey, don't touch the plate of Nishinga. You have separate plate." This one kind of bhava. Don't try to break his bhava. Try to maintain your bhava. Okay, follow. Somebody speaking. There is big fighting in Vrindavan. Also es gibt sehr große Streitigkeiten in Vrindavan. Manchmal sprechen manche. In Gurudev plate, no need of offering tulsi. So im Gurudevs Teller, da gibt man kein Tulsi. So Tulsi ist nur auf Krishnas Teller.
Gurudev going to offer it first to Krishna. So, aber man soll das Gefühl haben, dass Gurudev immer zuerst alles Opfer zu Krishna und dann nimmt es zu sich. Und dann ist das Problem gelöst. Hey, we should not offer Tulsi to Gurudev. Why? You think Gurudev... So, aber viele sagen, du sollst keine Tulsi jetzt zu Gurudev geben. Pay respect separately, nicely. They have their own position. Though original self, they have their own respective, honorable position. Okay. But Suppose somebody, great Vaishnava taking prasad. After that, one brahmachari is so foolish that Maharaj finished his plate. Pata, leave. That brahmachari taking prasadam there. He come with uchishta hand and take the plate of that Maharaj. That Maharaj become man. Who told you to touch? Your uchishta is the first you will have to wash your hand. Come and touch this uchishta of Gurudev. Because Gurudev uchishta is not same with you. They are foolish, they are fighting. They don't know. You have to give honor. At all, if you like to serve Gurudev, then you have to first wash your hand, take the plate also. Or you like to take some uchishta. If you uchishta hand, with uchishta, if you come and take uchishta, still you are doing aparad. Because you are not giving honor. Follow? But in this case, putting Chanamrita of Guru and Krishna and taking, is that an offense? No, first of all you can take Gurudev. But and the- Gauranga. Yes. Anyway, he has some soft heart, you are speaking this way. Originally everything is same. But still, if you take Charamita, same place going. Same place going. So, stool and urine is there inside your body. So if you say, what problem if I touch urine? And so Maharaj is showing excesses. And urine and stool is there inside your body. Everybody knows. But still, externally you will have to maintain some rules and regulations. If you touch urine and stool, some person who is coming from Tibetan ground, or some Mataji sick, if you, then how you can do bhajan? You have to maintain. The more you can maintain purity, the more you can maintain your bhajan. If you are less interested about maintaining your purity, you cannot expect bhajan to come. Purity is a must. Nishtha hoite upajoy premet taranga. Nishtha.